Wir schreiben Mitte des Jahres und wie so oft leert sich die Roadmap für Train Sim World 5. Das kann nur eins bedeuten: Train Sim World 6 steht wahrscheinlich schon in den Startlöchern. Zwar gibt es noch keine offiziellen Infos, trotzdem habe ich einige Wünsche gesammelt. In diesem Video schauen wir uns 10 mehr oder weniger realistische Features für den nächsten TSW-Teil an. Let's go! Wir beginnen auf Platz 10 mit zugegeben keinem spektakulären Wunsch, aber der durchaus wichtig ist, und zwar, dass endlich mal diese teilweise sehr vielen kleinen Fehler sowohl in DLCs als auch im Grundspiel an sich behoben werden. Das sind jetzt oft keine Game-Breaking Sachen, also dass man dann nicht mehr weiterspielen kann. Klar, die gibt es teilweise auch, aber mir geht es hier vor allem um so kleine Sachen. Das Ganze fängt zum Beispiel schon an im Menü von Train Sim World 5. In den Einstellungen kann man beispielsweise bei Zugänglichkeit die Standardbewegung auswählen. In der Beschreibung steht dort, dass man zwischen Gehen und Laufen wählen kann. Allerdings kann man dann nur zwischen Fahren und Gehen wählen. Also das sind wahrscheinlich einfach so kleine Übersetzungsfehler, die hier noch mit im Spiel drin sind. Das ist allerdings auch eine Sache, die meiner Meinung nach eigentlich schon längst rausgepatcht werden müsste aus Train Sim World 5. Wenn man sich überlegt, wie lange das ganze Spiel inzwischen schon veröffentlicht wurde. Diese Fehler gibt es aber natürlich auch in-game. Zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, so springende Warnmelder. Das ist jetzt nichts Schlimmes, ich glaube, man konnte auch einfach weiterfahren. Aber sowas fällt einem zum Beispiel auch mal auf. Und was vermutlich den meisten von uns bekannt ist und wahrscheinlich auch eher kein kleiner Bug mehr ist, sondern eben teilweise schon Game-Breaking, sind diese roten Signale, die teilweise sehr lange bzw. dauerhaft auf Rot bleiben. Das Ganze tritt vor allem auf, wenn man zu spät ist und dann der KI-Fahrdienstleiter einen Zug auf das Gleis sendet, was man eigentlich braucht, also wo man zum Beispiel anhalten möchte. Mir ist das beispielsweise schon ein paar Mal auf der Strecke Dresden-Nahverkehr aufgefallen, wenn man da abends fährt und eben ein bisschen Verspätung hat. Da kann es sein, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt eben nicht mehr weiterkommt, da das Signal dauerhaft auf Rot bleibt. Da müsste man dann vielleicht, so weiß ich nicht, 10, 12 Stunden warten, bis zum nächsten Morgen, wenn der Zug wieder wegfährt, und dann wird es vielleicht weitergehen. Aber ich denke mal, dafür haben die meisten Spieler keine Zeit, und das sind eben so kleine Sachen, die auf jeden Fall mal gefixt werden müssen, bevor eben immer weitere DLCs rausgebracht werden. Auf Platz 9 haben wir eine Sache, die vielleicht nicht für alle Spieler relevant ist, aber für Leute, die mehrere Bildschirme besitzen. Denn diese kann man in Train Sim World 5 aktuell noch nicht so wirklich sinnvoll nutzen. Beispielsweise könnte man sich da vom Spiel nativ vorstellen, dass man das Ganze eben auch auf mehreren Bildschirmen anzeigen kann. Das geht beispielsweise in The Bus. Oder auch, dass man auf einen zweiten Bildschirm, falls man nur zwei hat, zum Beispiel die Karte legen kann. Oder auch, falls das Fahrzeug Spiegel hat, die Spiegel da drauf, um die eben ein bisschen sinnvoll zu nutzen. Das, denke ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die machbar wäre. Und vor allem für Leute, die eben Train Sim World 5 viel spielen, durchaus hilfreich sein kann. Weiter geht's auf Platz 8 mit einem Feature, was vor allem für die Enthusiasten von uns interessant ist. Und zwar, dass endlich das Ebola-System integriert wird. Bei diesem wird eben angezeigt, wo zum Beispiel Geschwindigkeitswechsel sind, wo der nächste Bahnhof ist, wann man dort ankommen muss, etc. Also im Prinzip so eine Art digitaler Fahrplan. Dieser befindet sich ja auch immer in den Zügen auf diesem meist schwarzen Display bei den aktuellen DLCs, da das Ganze eben leider noch nicht in Train Sim World 5 enthalten ist. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wozu man das denn jetzt braucht. Ich meine, es gibt ja das HUD. Man muss aber eben dran denken, dass auch viele Spieler gerne komplett ohne HUD fahren würden, was ich zum Beispiel auch komplett verstehe. Falls es Ebola geben würde, würde ich wahrscheinlich das HUD auch ausschalten. Aber leider ist das aktuell noch nicht der Fall, würde aber auf jeden Fall noch mehr Realismus reinbringen. Und ich denke, das ist hier ebenfalls eine Sache, die nicht allzu schwer umzusetzen ist und sich eben von vielen Spielern gewünscht wird. Langsam kommen wir zu den größeren Wünschen, und zwar auf Platz 7, dem Schaffner-Modus. Da gibt es im Prinzip so zwei Unterpunkte. Einmal, dass es mehr Kompatibilität geben sollte, also vor allem für ältere Strecken wie beispielsweise die Taranto-Rampe oder auch Hauptstrecke Rhein-Ruhr, dass man ebenfalls dort eben Fahrkarten kontrollieren kann und den anderen Tätigkeiten eines Schaffners nachgehen kann. Aktuell gibt es das Ganze ja nur für neue DLCs. Das sind inzwischen ja nicht mehr so wenige. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn das auch auf einigen anderen Strecken eingepflegt wird. Außerdem sind wir uns, glaube ich, alle einig,
der Schaffner-Modus ist aktuell noch relativ langweilig, da man einfach nur durch den Zug gehen kann, die Türen schließen kann bzw. schaut, ob der Zug abfahren kann und dann ein paar Fahrgäste kontrolliert und dann einfach warten muss bis zur nächsten Haltestelle, was ja teilweise auch 30-40 Minuten sind, wo man dann einfach nur entweder kontrolliert oder im Zug rumsteht. Das Ganze ist natürlich schade, ich sage da nur zum Beispiel Rollstuhlfahrer, denen man beim Ein- und Ausstieg helfen kann, oder auch wenn es zum Beispiel mal Streit im Zug gibt, dass man den so ein bisschen lösen muss. Klar, das hat jetzt nicht mehr ganz so viel mit einer Eisenbahnsimulation zu tun, aber für diesen Schaffner-Modus wäre das auf jeden Fall interessant. Und ich denke auch eine Funktion, in der man so ein bisschen Zeit überspringen kann im Zug, falls man dann einfach nur auf die nächste Haltestelle warten möchte, wäre auch ganz hilfreich, so eine Art Timeskip eben, damit man nicht die ganze Zeit unnötig warten muss, vor allem eben auf längeren Strecken, wie zum Beispiel der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg, wo es eben nicht so viele Halte gibt, an welchen es natürlich viel für einen Schaffner zu tun gibt. Auf Platz 6 auch ein Feature, was sehr wichtig ist, und zwar endlich mal Zug- und Bahnhofsansagen. Also es ist inzwischen sogar so ein bisschen traurig, dass es das immer noch nicht in-game gibt. Wir hatten das ja sogar mal im DLC Bernina Linie, wo es ja danach auch so ein bisschen Hoffnung gab, dass es vielleicht in Zukunft auch für andere DLCs integriert wird. Diese Hoffnung hat sich allerdings schnell in Luft aufgelöst. Zwar gibt es natürlich auch aktuell die Möglichkeit, über Umwege diese einzufügen, zum Beispiel Soundpad oder auch verschiedene Mods. Allerdings wäre es hier auf jeden Fall sehr nice, wenn es das Ganze auch in-game geben würde, eben sowohl für den Zug, also innen drin, als auch für den Bahnhof auf dem Bahnsteig. Ich meine, wir sehen es ja bei verschiedenen anderen Spielen, wie zum Beispiel beim CTS Bus bzw. CTS Tram von View App, da haben wir Ansagen, oder auch beim Subway Sim Hamburg schon, der ist ja ein bisschen älter, da gab es Ansagen, ebenso wie im Subway Sim 2. Dort haben wir auch Bahnsteigs- und Zugansagen. Und man muss ja auch sagen, ich meine, DLCs sind ja nicht wirklich niedrigpreisig, also ich denke, sowas könnte man schon erwarten, dass sowas in Zukunft auch mal bei DLCs integriert wird, da es einfach deutlich mehr Realismus reinbringen würde und sich von so vielen Spielern gewünscht wird, vor allem wenn wir auch mal in Richtung Konsole schauen, die ja nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Mods zu nutzen. Kommen wir nun zu einer Sache auf Platz 5, die ausschließlich neuen Inhalte betrifft, und zwar, dass es endlich mehr Länder gibt. Das könnte zum Beispiel Spanien sein mit einer schönen südlichen Strecke, da gibt es ja auch sehr interessante Landschaften, die man da erkunden könnte, viel Sonne und natürlich auch so eine Art andere Kultur, wenn man sich das mal im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel anschaut. Dann geht's mal ganz weit weg. Klar, das könnte dann ein bisschen schwieriger für Dovetail Games sein, dort die Streckeninformationen zu bekommen. Aber wie wäre es denn auch mal mit einer chinesischen Strecke? Die haben ja inzwischen auch einige Hochgeschwindigkeitszüge, beziehungsweise ja auch ein ganzes Hochgeschwindigkeitsnetz. Und das ist natürlich auch wieder eine komplett andere Kultur, wo man wieder auch unterschiedliche Landschaften betrachten könnte. Und das wäre einfach extrem nice, wenn es sowas auch in Train Sim World 6 geben würde irgendwann. Auch wenn das aktuell ein bisschen unrealistisch ist, aber ich würde sagen trotzdem möglich. Außerdem könnte es zum Beispiel auch nach Skandinavien hoch in den Norden gehen. Zum Beispiel auch in Norwegen mit den Fjorden, den riesigen Wäldern oder auch natürlich dem kalten Klima, das dort vorherrscht, was wir jetzt hier in Deutschland eher weniger haben. Das Ganze wäre, denke ich, sowohl für die Leute, die dort leben, also wo das eine lokale Strecke ist, als auch für uns deutsche Community, denke ich mal, interessant. Ich meine, wir haben jetzt schon 1 Million engländische Strecken, da haben deutsche Spieler, glaube ich, langsam auch keinen Bock mehr drauf. Warum kann es nicht einfach mal raus in die Welt gehen mit anderen Landschaften, anderen Kulturen und anderen klimatischen Bedingungen? Auf Platz 4 ein Wunsch, der eigentlich für eine Eisenbahnsimulation essentiell ist, allerdings in TSW noch nicht wirklich gut umgesetzt ist, und zwar das Fahrgastsystem. Ich meine, wenn man sich mal die Realität anschaut, wir haben Rollstühle, Fahrradfahrer, volle Züge, Leute, die stehen, genauso aber in der Nacht eben auch mal leere Züge oder eben auch Leute zum Beispiel mit einem großen Wanderrucksack oder irgendeinem Möbelstück gibt es ja teilweise auch. Und wenn wir jetzt zu TSW schauen, ich meine, da gibt es ausschließlich eben Fahrgäste, die nur auf Sitzplätzen sitzen. Und die Menge der Fahrgäste ist eigentlich auch von der Uhrzeit relativ unabhängig, also es ist ungefähr immer gleich. Was eigentlich sehr schade ist, weil das ja auf jeden Fall auch eine Sache ist, die nochmal ein bisschen Abwechslung mit reinbringen würde, wenn man plötzlich einen vollen Zug hat oder eben in der Nacht auch mal ein bisschen chilliger.
mit weniger Leuten unterwegs ist. Generell muss man ja auch zum Fahrgastsystem sagen, teilweise gibt es ja auch so Fehler, zum Beispiel, dass die Fahrgäste gar nicht einsteigen oder dass es eben wirklich den ganzen Tag über sehr, sehr wenige sind. Das Ganze ist allerdings eher auf den älteren Strecken, dass da wirklich teilweise gar niemand steht gefühlt und wahrscheinlich eher aus Performancegründen. Man muss hier aber auch sagen, es hat sich in letzter Zeit ein bisschen was getan. Zum Beispiel, ich glaube, das war von TSW 5 ein Upgrade, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, dass die Fahrgäste auch Regenschirme mit haben, wenn es regnet, ist auf jeden Fall nice to have. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Fahrgäste sehen inzwischen auch ein bisschen abwechslungsreicher aus mit Rucksäcken und so. Das gab es früher nicht. Trotzdem ist es eben immer noch nicht realistisch, wie es eigentlich bei einer Eisenbahnsimulation sein sollte. Und da sind wir auch schon in der Top 3, also den wichtigsten Sachen, die wir uns eigentlich für Train Sim World 6 wünschen oder vielleicht dann auch weiteren TSW-Nachfolgern. Auf dem 3. Platz haben wir endlich mal ein Engine-Upgrade auf die Unreal Engine 5. Das ist jetzt vielleicht eine Sache, wo die Leute, die nicht so drin im Thema sind, sich fragen, was das überhaupt ist und warum das jetzt so wichtig ist. Das kann ich euch relativ einfach erklären. Die Engine ist im Prinzip das Ding, was am Ende stark die Performance beeinflusst und den Entwicklern eben auch mehr Möglichkeiten gibt, das Spiel weiter zu entwickeln. Also beispielsweise bringt die Unreal Engine 5 eben Support für Sachen wie DLSS oder FSR mit und das sind sehr wichtige Features, wie wir es zum Beispiel auch in The Bus sehen. Wenn man dort das DLSS 3 aktiviert, kriegt man wirklich deutlich mehr FPS. Klar, man benötigt auch eine etwas modernere Nvidia Grafikkarte, beziehungsweise mit FSR geht es in einem etwas geringeren Umfang auch, aber man bekommt so viel mehr Performance und das Bild bleibt trotzdem gut. Und aktuell sehen wir eben in Train Sim World, dass die Performance vor allem bei neueren Strecken schon sehr laggy ist, da einfach die Engine, die Unreal Engine 4, inzwischen schon relativ alt ist und an ihre Grenzen stößt. Ich meine, ein Engine-Upgrade, muss man auf jeden Fall sagen, ist keine einfache Sache. Das Problem hier sind vor allem die verschiedensten DLCs, es sind ja inzwischen über 100, die eben eigentlich alle auf der Unreal Engine 4 basieren. Wenn das Spiel aber dann auf der Unreal Engine 5 ist, gibt es halt Probleme, da man die nicht so einfach upgraden kann. Klar, man könnte dann eben neue Strecken direkt in der Unreal Engine 5 bauen. Was wäre dann allerdings mit den alten, ist so die Frage. Ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sich irgendwann mal davon löst und dass dann eben in Train Sim World 6 oder Train Sim World 7 nur noch neue Strecken unterstützt werden. Was jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm wäre, wenn man dann einfach für die alten Strecken wieder Train Sim World 5 starten muss. Das tut, glaube ich, nicht so weh, wenn wir dafür deutlich bessere Grafik und Performance bekommen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, mit welcher sich DTG früher oder später auseinandersetzen muss. Denn wenn Train Sim World 5 nicht irgendwann zum Train Simulator Classic 2.0 werden möchte, also da sehen wir es ja auch, wie wenig Performance man hat, dafür, dass man so wenig auch grafisch geboten bekommt. Das liegt einfach daran, dass das Spiel veraltet ist und auf einer alten Engine basiert. Und das droht natürlich auch irgendwann Train Sim World. Da denke ich, muss Dovetail Games einfach eine Lösung finden. Oder sie gehen eben irgendwann nochmal auf eine komplett neue Spieleserie. Keine Ahnung, wie die dann heißen würde. Die dann eben auf der Unreal Engine 5 basiert. Auf Platz 2, also eigentlich dem zweitwichtigsten Wunsch, zumindest meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall endlich ein Community Voting für neue Strecken. Ich meine, es gibt so viele Fanwünsche. Da ist natürlich klar, Dovetail Games kann niemals alles erfüllen und niemals alle Streckenwünsche umsetzen oder auch Züge. Allerdings gibt es da halt die Möglichkeit, dass man einfach eine Abstimmung macht. Zum Beispiel jetzt eben 3 Strecken zur Auswahl. Einmal was in Berlin beispielsweise, dann mal was von Dresden Richtung Prag an der Elbe, auch sehr schöne Strecke. Oder auch was oben im Norden. Und dann wählt die Community eben aus und diese Strecke wird dann von Dovetail Games gebaut. Das wäre, denke ich, für beide Seiten nicht so schlecht. Ich meine, die Community bekommt endlich mal die Strecken, die sie sich wirklich wünschen. Und Dovetail Games hat dann ja auch potenziell mehr Kunden, wenn sich eben mehr Leute an dieser Strecke interessieren, die gebaut wurde. Das, denke ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die relativ einfach machbar wäre und für die Community durchaus nice wäre, wenn wir eben selbst über die Strecken abstimmen können. Klar, das müssen jetzt ja nicht alle Strecken sein. Ich meine, Dovetail Games muss ja auch ein bisschen gucken, dass es den ganzen Casual-Spielern und so gefällt. Aber weiß ich nicht, wenn es dann eben alle einem halben Jahr oder so schon mal ein Voting geben würde, wo man sich eine Strecke aussuchen kann, das wäre ja schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt. Da denke ich, müssen wir in Zukunft schauen, ob das Ganze vielleicht ermöglicht wird. Ich halte es aber auf jeden Fall nicht für unrealistisch. Kommen wir nun zu Platz 1. Ich meine, vielleicht können sich die ein oder anderen schon denken,
was sich hier befindet. Man muss aber auf jeden Fall vorab sagen, es ist sehr unrealistisch. Und zwar ist hier der Multiplayer. Man muss hier direkt vorab sagen, es wurde schon von Dovetail Games Mitarbeitern gesagt, dass das einfach zu aufwendig wäre, das jetzt im Nachhinein noch zu integrieren. Aber vielleicht könnte man das ja irgendwann mal mit einem Engine-Upgrade machen. Aber es ist aktuell zumindest sehr unwahrscheinlich. Trotzdem denke ich, können wir uns mal die Möglichkeiten anschauen, wie das Ganze laufen kann. Sehen wir zum Beispiel bei SimRail. Da kann man dann eben entweder direkt einen Zug fahren, beziehungsweise mit dem Schaffner-Modus könnte man ja auch Schaffner drin sein. Oder auch als Fahrdienstleiter arbeiten, also dann im Prinzip immer so die Weichen stellen, die Fahrwege freimachen, so wie das Ganze von den Fahrzeugen benötigt wird. Und dann könnte man zum Beispiel auch dann mit Funk mit den anderen Spielern Kontakt aufnehmen. Das Ganze gibt es wie gesagt schon bei SimRail, auch ein interessantes Spiel. Würde aber bei Train Sim World 5, vor allem bei dieser Streckenauswahl, schon noch deutlich interessanter werden. Mal sehen, ob sowas vielleicht irgendwann mal möglich ist. Ich denke es aktuell wie gesagt eher nicht. Aber überraschen kann man sich ja immer. Dass ein Kontrolleursmodus eingeführt wird mit Train Sim World 5, hatte ich ja in meinen Spekulationen auch für eher unwahrscheinlich gehalten. Am Ende ist es aber trotzdem gekommen, also kann immer passieren, man kann ja immer noch drauf hoffen und seine Wünsche äußern. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und schreibt auf jeden Fall mal euren liebsten Wunsch in die Kommentare, was ich vielleicht im Video hier auch komplett vergessen habe. Schaut euch gerne noch mein Review zum neuen CTS Bus an, den findet ihr hier oben. Oder auch das automatisch ausgewählte Video unten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao.